XRP tradet tatsächlich bei einem US-Dollar. Jetzt wird es nochmal richtig hart. Wir gehen nach unten, liebe Freunde. Also der August verspricht eigentlich das, was er die letzten Jahre auch oft gemacht hat. Er wird, oder zumindest die Jahre nach dem Bullrun, er wird ziemlich hart und stellt uns auf eine sehr, sehr spannende Probe. XRP unter einem US-Dollar. Wir sehen uns natürlich auch an. Michael Saylor, Never Sell Bitcoin, hat jetzt tatsächlich oder hat gestern zumindest wieder Bitcoin verkauft. Auch das drückt natürlich mal auf die Stimmung, auch wenn es schon der vierte Verkauf in 2026 ist. Wir sehen uns die Liquidierungslevel an und ich sage euch, hier unten dieser Bereich, der wird nochmal sehr, sehr spannend. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da. Natürlich Bitcoin, seht ihr hier hoffentlich. Und XRP in die Kommentare, welches T-Shirt ihr gerne gewinnen möchtet am Ende des Monats. Dann ziehe ich wieder 2 Gewinner aus 2 unterschiedlichen Videos, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Wir starten rein, liebe Freunde. Bitcoin hält sich noch bei 63.900 US-Dollar, minus 2% in den letzten 24 Stunden. Wenn wir uns das Ganze im 4-Stunden-Chart ansehen, trotzdem alles gerade im korrektiven Modus, möchte ich mal sagen. Also, liebe Freunde, ja, wir sind im Bärenmarkt. Es wird und es bleibt einfach weiter schwer. Es ist einfach das Bärenmarktjahr. Was soll ich weiter sagen? Wir schauen jetzt natürlich optimistisch auch auf die nächsten Jahre und ich habe es heute, glaube ich, hier also ich glaube nicht, ich weiß es sogar, hier auf YouTube geteilt und auch auf X oder in meiner Telegram-Gruppe. Checkt die Social-Media-Kanäle unbedingt ab. Sind diese Kurse vielleicht 2028, 2029 realistisch? Schau mir auch gerne mal dazu deine Meinung in die Kommentare. Bitcoin 210.000 US-Dollar, Ethereum 9.000, XRP 585. Ich hoffe natürlich weitaus mehr. Wir gehen noch mal kurz auf meinen Partner ein, OKX, auch hier sehr, sehr gerne anmelden. Super viele Anmeldungen, dafür danke ich euch natürlich sehr und über meinen Link bekommt ihr bis zu 300 Euro in Bitcoin. Wenn ihr das KYC macht, glaube ich schon 10 Euro. Wenn ihr Einzahlungen macht, nochmal 10 Euro obendrauf und so staffelt sich das dann eben bis auf 300 Euro. Ihr habt hier KI-Bots, ihr habt hier 10x Perpetual Futures Trading und das Ganze reguliert und abgesichert. 2,2 Billionen US-Dollar der Crypto-Space schwer, 49 Milliarden US-Dollar an 24-stündigen Handelsvolumen. Die Bitcoin-ETFs haben gestern Netto-Outflows gesehen, natürlich hier sehr, sehr stark vertreten, die von Fidelity und der IBIT von BlackRock. Insgesamt, wie gesagt, diese 144 Millionen US-Dollar, alle ETFs gestern ein bisschen unter die Räder gekommen. 63.900 US-Dollar sehen wir beim Bitcoin, minus 2%. Also es geht hier erstmal nach unten. Bitcoin sucht jetzt erstmal wieder den Support nach unten natürlich. Scheint er hier gefunden zu haben, zumindest was ich hier auf dem Stundenchart sehe. Da halten wir uns gar nicht so lange auf. Ich denke, Kurse, Charts könnt ihr euch selber ansehen. Wir gehen darauf ein, was jetzt einfach fundamental und auch on-chain technisch vor allem für XRP in den nächsten Stunden wichtig wird. Die Liquidierungslevel auf Bitcoin, wir sehen das hier auf dem 2-Wochen-Chart natürlich nach oben, auch super interessant, super viele Short-Positionen nach unten, super viele Long-Positionen, 62.200, da liegen 734, also da ist die Order erstmal dick gefüllt nach unten, was natürlich nach unten logisch immer mehr Verkaufsdruck auslösen würde. Strategy Never Sell Bitcoin Sailor hat die nächsten Bitcoin verkauft und Milliardäre wetten aktuell auch
gegen oder machen Stimmung gegen Saylor, der mittlerweile den 4. Bitcoin-Verkauf des Jahres gestartet hat, beziehungsweise getätigt hat. Am schwersten wog der Verkauf von rund 3.588 Bitcoins für gut 260 Millionen US-Dollar. Jetzt hat er eben wieder einen Teil seines Bestandes zu Geld gemacht und auch der Verkauf eigener Aktien hat hunderte Millionen in die eigenen Barreserven eingespült. Also er sichert sich hier weiter ab in Richtung US-Dollar. Oder was heißt sichert sich ab? Wahrscheinlich muss er auch. Ja, so sieht es aktuell aus. Also auch ein Bitcoin-Prophet, ein ja, Bitcoin-Käufer der ersten Stunde und einer der größten Bitcoin-Halter nach Satoshi Nakamoto muss hier wahrscheinlich auch immer weiter verkaufen. Aber nichtsdestotrotz, was auch ganz, ganz wichtig ist, wir sehen das hier auf diesem Chart und zwar die Hedgefonds drehen hier auf Bitcoin Long und das ist eine Entwicklung, die wir selbst in starken Bitcoin-Phasen nur äußerst selten sehen. Normalerweise sind sie aufgrund der Basis oder des Basistrends strukturell Short, Spot bzw. ETFs kaufen und gleichzeitig Future shorten. Dass die Positionierung jetzt ins Positive dreht, deutet darauf hin, dass Hedgefonds zunehmend direkt auf steigende Bitcoin-Kurse setzen. Das erstmal ein vorsichtig positives Zeichen, wenn man das hier überhaupt irgendwie ja, als positiv bezeichnen kann, was hier gerade los ist. Auch der Fear and Greed Index geht wieder runter in den mittigen Angstbereich, Tendenz eher nach unten und es geht eben nochmal ganz schnell in dieser Marktphase, dass wir wirklich nochmal einen richtigen Drop nach unten sehen, dass nochmal richtig auf die Bremse getreten wird, wir hier nochmal in die extreme Angst reinrutschen, Bitcoin nochmal unter 60.000 geht. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, das ist meine persönliche Einschätzung, dass wir hier nochmal Kurse von weit unter 60 US-Dollar, 60.000 US-Dollar sehen. Also Richtung vielleicht 50.000, aber auch gerne mal dazu deine Meinung in die Kommentare. Das dritte Quartal 9% im Plus. Jetzt sehen wir, dass der August auch weiter federn lässt, 1,82%. Und dann gibt es ja auch immer diese Statistiken, ja, der August meist tendenziell ein schlechter Monat für Krypto. Sieht erstmal noch positiv aus. Wir schauen einfach mal rückblickend dann betrachtet, was hier los ist. Meine Einschätzung habe ich euch ja geteilt, dass es hier erst im Jahr 2027, ja, wir werden sicherlich grüne Monate zwischendurch sehen, logisch, aber dass das dann eher so dieses Jahr wie 2023 ist, dass wir dann hier solche Monate sehen mit September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, alles grün. Deshalb glaube ich, ja, haben wir noch ein gutes Jahr Zeit, hier günstig einzukaufen. Ich kaufe monatlich, das wisst ihr, meist Anfang des Monats, wenn alles abgegangen ist, schaue ich, was noch übrig ist. Und dann geht das hier natürlich weiter. Natürlich habe ich auch Justitiere-Reserven, die ich mir angehäuft habe im letzten Bullrun, auch XRP sei Dank. Ich bin einer, der auch XRP verkauft hat, rund um die 3 US-Dollar. Was wurde ich dann nicht belächelt? Im Endeffekt lächle ich jetzt, wenn ich mir das anschaue. Ich denke, damit habe ich einiges richtig gemacht, auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich, dass du dann auch im nächsten Zyklus clevere Entscheidungen triffst und die cleverste ist eben antizyklisch zu handeln. Das bewahrheitet sich immer wieder. Auch hier die Position oder besser gesagt die Liquidierung auf Long- bzw. Short-Seite nicht wirklich überragend oder irgendwie überraschend auch. Wir sehen uns den Altcoin Season Index auf Jahresbasis mal an und da sehen wir auch 37 und die längste Phase waren 91 Tage, dass wir auf die Altcoins mal einen wirklichen Run gesehen haben und das ist aber auch schon wieder 1600 Tage her. Wir gehen rüber zu XRP, 1 US-Dollar minus 3% in den letzten 24 Stunden. Jetzt geht es ordentlich nach unten, liebe Freunde, schnallt euch nochmal an. Noch hält der 1 US-Dollar, aber wenn das jetzt so weitergeht, und wir vielleicht morgen bzw. übermorgen auch nochmal schlechte Inflationszahlen aus den USA bekommen. 15:30 Uhr meine ich, die US-amerikanischen Märkte öffnen. Vorbörslich sieht das Ganze erstmal gar nicht so schlecht aus. Kann hier nochmal ordentlich Druck obendrauf kommen. Clarity Act hin oder her, habe ich euch ja gesagt, den werden wir jetzt erstmal nicht mehr reinnehmen. Bis September, bis der Senat das Ganze dann wieder aufwärmt. XRP-Prognose, es wird
immer schlimmer. Das ist wirklich, 'ne gute Headline. XRP bei 1,02, wie gesagt, aktuell sogar bei 1 US-Dollar und der Kryptoanalyst, der Martini Guy, hebt hier hervor, dass XRP geradezu unter massivem Druck steht, wie nahezu seit 2 Jahren nicht mehr. Für ihn handelt es sich um einen ernstzunehmenden technischen Breakdown. Schließlich befindet sich XRP bereits seit dem Hoch bei etwa 3,65 in einer ausgeprägten Abwärtsbewegung. Besonders die Marke von 1 US-Dollar ist psychologisch wichtig und die Marktteilnehmer treffen auch eben auf solchen Kursen ihre Entscheidung. Fällt XRP deutlich unter 1 US-Dollar, könnte dies deshalb weitere Stop-Loss-Orders auslösen und zusätzlich Verkaufsdruck erzeugen. Gleichzeitig würde ein solcher Schritt das ohnehin schwache Momentum bestätigen. Noch gibt es dafür jedoch keine eindeutigen Bestätigungen. Solange XRP tiefere Hochs und tiefere Tiefs ausbildet und die Marke von 1 US-Dollar unter Druck bleibt, dominiert technisch weiterhin die Vorsicht. Erst eine sichtbare Stabilisierung und anschließend ein zurückkehrendes Kaufmomentum würde das Bild weiter aufhellen. Auch die Netzwerkaktivität bleibt schwach. XRP zeigt weiter keine Trendwende. Wir sehen hier auch ein angeschlagenes Bild in Sachen On-Chain-Daten, bereitgestellt vom Datenanalyseunternehmen Glassnode. Und das deutet eben bislang nicht darauf hin, dass die Fundamentaldaten hier nachhaltig für eine Trendwende sprechen. Besonders interessant ist hier das Active Address Momentum. Die Kennzahl vergleicht die Zahl aktiver XRP-Adressen mit einem kurzfristigen 30-Tage-Durchschnitt und einem langfristigen 365-Tage-Durchschnitt. Steigt der kurzfristige Durchschnitt deutlich über den langfristigen Trend, also eben diese 365 Tage, spricht das grundsätzlich für wachsende Netzwerkaktivität und zunehmende Nutzung. Und das haben wir hier Anfang Februar beziehungsweise im Juni gesehen, Mitte des Jahres 2025 wohlgemerkt. Ja, ihr seht, das Momentum ist eigentlich komplett verflogen. XRP oxidiert so vor sich hin, ähnlich wie eine Pfütze im Hochsommer, trocknet weiter aus. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir die 1 US-Dollar-Marke halten. Sieht wirklich kritisch aus. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es euch vor einigen Tagen, Wochen, eigentlich fast immer erzählt, gehen wir nochmal da drunter, dann geht bei mir der Schalter gleich rum, dann werde ich auch da nochmal gut aufstocken. Denn langfristig ist das einfach das Sinnvollste, was du machen kannst, gerade wenn du von einem Asset so überzeugt bist. XRP verliert seit Monaten an Stärke, während gleichzeitig keine klaren Beschleunigung bei der Netzwerkaktivität sichtbar wird. Fundamental deutet sich damit zunehmend anhand dieser Metrik bislang ebenfalls keine überzeugende Trendwende an. Gehen wir mal weiter auf inländische Themen. Auch da wird es immer spannender. Ja, unsere Regierung ja gerade auch in der Sommerpause. Aber wie hier Marc Friedrich, ich sage es immer wieder, wir werden von Clowns regiert. Und zwar der Bund der Steuerzahler bezeichnet Klingbeils Steuerpläne als Scherz, als absoluten Scherz. Denn die geplante Steuerreform, mit der Klingbeil hier die Menschen mit kleinerem und mittlerem Einkommen entlasten will, ja, steht wohl absolut in keinem Verhältnis. Es wurde ja schön gerechnet, dass hier 600 € übrig bleiben, was ja bei einer vierköpfigen Familie von einem Bruttoeinkommen von 60.000 € im Jahr natürlich ja, verschwindend gering ist. Da kann sich jeder Einzelne nicht mal im Monat eine Kugel Eis leisten oder machen wir es rund, vielleicht eine Kugel Eis. Also die Entlastungen werden wohl kaum spürbar sein im Portemonnaie, denn Spritpreise, Inflation, Teuerung, wo man quasi täglich fast zuschauen kann, werden das eben auch auffressen. Dafür sollen eben auch die Leute mit einem höheren Bruttoeinkommen stärker zur Kasse gebeten werden. Ab 280.000 US-Dollar sollen künftig pro Jahr, US-Dollar, 280.000 € sollen künftig pro Jahr 47% fällig sein. Zudem will Klingbeil bestimmte Steuervergünstigungen ab einem Jahreseinkommen von 250.000 € reduzieren. Also die Starken, die finanziell Starken sollen dann die Schwachen unterstützen, beziehungsweise Solidaritätsprinzip das Ganze mitfinanzieren.
Werden wir sehen. Ich glaube, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Auch hier nochmal, das sehe ich mir gerne mal an, das Politico-Ranking. Und hier Heidi Reichenig, die stürzt weiter ab, mittlerweile auf Platz, ich glaube sogar, wo hatten wir sie jetzt? Auf Platz 15 sogar, von Platz 11 runtergekracht. Auf Platz 4 Manuela Schwesig hochgegangen, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die sich zuletzt kritisch gegenüber des Reformkurs geäußert hat, der schwarz-roten Bundesregierung, und damit wahrscheinlich ein paar Pluspunkte gesammelt hat. Wir haben jetzt ja auch bald die Landtagswahlen. Ich glaube, am 20. September wird dann auch nochmal spannend, vor allem in Sachsen-Anhalt, Berlin, wie sich das Ganze dann dort weiter auswirken wird. Natürlich Friedrich Merz weiterhin auf Platz 20, ja, mit 2,6 Punkten. Wir sehen auch nochmal die Thematik, der Zoll hat jetzt die Befugnis, dem Porsche die Rolex zu beschlagnahmen und das Ganze eben erstmal auf Verdacht einzuziehen, bevor der Herkunft dieser Herkunftsfinanzmittelnachweis dann gebracht wird, und das Ganze innerhalb von 30 Tagen. Also da ist dann auch schon Druck dahinter, dass man das Ganze innerhalb von 30 Tagen nachweisen muss, wo kommt das Geld her. Damit möchten sie Clankriminalität, Drogenhandel, kriminelle Vereinigungen weiter ja, den Garaus machen und unter Druck setzen. Der Zoll freut sich über diese Befugnis, dass jetzt die Verdächtigen eben im Umkehrschluss nachweisen müssen, wo kommt eben dieses Geld her, diese Sachgüter. Das erstmal wirklich heftig, naja, was heißt heftig, aber eben spannend, wie das Ganze umgesetzt wird. Natürlich kann das Ganze dann eben auch zwangsversteigert werden oder ja, das kann zu Razzien führen, weitere Bargeldmittel beschlagnahmt werden. Wir schauen einfach mal an, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird und was natürlich auch, es gibt natürlich Gesetze, aber die kriminell sind und das Ganze verschleiern wollen, die finden da mit Sicherheit auch irgendeine Lösung. Aber wird auf jeden Fall für die nächsten Wochen ein sehr, sehr spannendes Thema bleiben. Ihr haut mir eure Kommentare gerne mal unten rein. Natürlich XRP Bitcoin T-Shirt Verlosung nicht vergessen. Unbedingt weiter bei OKX dabei bleiben, euch mit dieser Börse zu beschäftigen. Ihr könnt ja einfach viel, viel mehr mit eurem Geld, aus eurem Geld machen, auch mit Staking, mit Yield Farming. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und natürlich auch ganz normale Spotkäufe, ob XRP, Solana, Hyperliquid, bekommt ihr dort alles mit die günstigsten Gebühren. Dafür steht OKX. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund. Peace.